E-Mails verzögert versenden oder auch automatisch zu einem späteren Zeitpunkt versenden kann sehr hilfreich sein. Je nachdem, was du genau brauchst, sind die Lösungen in Outlook dafür unterschiedlich. Ich zeige dir 2 Varianten, die für die meisten Wünsche ganz gut helfen. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir schauen uns als erstes an, wie du eine einzelne E-Mail individuell zu einem anderen Zeitpunkt versenden kannst. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn du Geburtstagsgrüße verschicken willst, sagen wir mal nächsten Mittwoch, und du denkst, oh, hoffentlich vergesse ich das nicht, und du bereitest das alles schon vor, sodass es am nächsten Mittwoch zu einer bestimmten Uhrzeit rausgeht. Das kann aber auch ganz hilfreich sein, wenn du sagst, du möchtest, dass dein Kollege das morgens um 9 bekommt, weil du weißt, da sitzt er am Rechner und da schaut er sich seine E-Mails an, dass die nicht in all den anderen irgendwo untergehen. Und die zweite Variante, die ich dir zeigen möchte, ist eine Möglichkeit, alle E-Mails verzögert zu versenden. Zum Beispiel 5 Minuten zu verzögern, weil du feststellst, dass du hin und wieder, wenn du auf Senden klickst, merkst, oh, ich habe ja noch vergessen, die Anlage beizulegen oder ich wollte noch dies oder jenes dazuschreiben. Eine einzelne E-Mail gezielt zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden, ist im Prinzip ganz einfach. Du wählst in der E-Mail die Optionen und dort dann Übermittlung verzögern. Und dann siehst du, hier steht Übermittlung verzögern bis, das ist der aktuelle Tag, und dann immer 17 Uhr. Das ist der Standard, und ich möchte jetzt diese Geburtstagsgrüße am nächsten Dienstag verschicken, und zwar nicht erst abends, sondern schon morgens, und kann das entsprechend anpassen. Und wenn ich dann auf Schließen gehe, dann ist diese Information hier hinterlegt, und wenn ich jetzt auf Senden gehe, dann wird die E-Mail verschickt, aber noch nicht richtig. Sie landet, ihr seht es hier im Postausgang, da sehe ich die jetzt, und ich möchte jetzt gerne nochmal in die E-Mail rein und vielleicht noch was verändern. Dann mache ich die einfach auf, führe diese Änderung durch, und jetzt ist ganz wichtig, damit die auch wirklich verschickt wird, müsst ihr jetzt wieder auf Senden gehen. Ihr seht auch hier, das funktioniert jetzt, weil hier das Senden-Symbol ist. Und es ist ganz wichtig, wenn ihr sie nochmal aufmacht, dass ihr wieder auf Senden geht. Schaut mal, wenn ich sie aufmache und dann schließe, dann seht ihr, das Symbol sieht anders aus, obwohl es jetzt nicht gespeichert worden ist. Und diese E-Mail, die wird nicht rechtzeitig verschickt, sondern die bleibt hier liegen, bis ihr sie irgendwann mal wieder aufmacht. Also immer, wenn ihr so eine zum Versand vorbereitete E-Mail hier nochmal aufmacht, immer nochmal auf Senden klicken, sodass dann hier auch dieses Symbol ist, sonst funktioniert das nicht. Wenn ihr jetzt Outlook zumacht, dann bekommt ihr eine Meldung, die heißt, im Postausgang befinden sich nicht gesendete Nachrichten. Das ist die, die wir hier haben. Wenn Sie das Programm jetzt schließen, werden die Nachrichten erst beim nächsten Start von Outlook gesendet. Das heißt, wenn ich am 15.03. um 8 Uhr, wo ich die E-Mail verschicken will, nicht da bin, sagen wir mal, ich bin den ganzen Tag unterwegs und habe kein Outlook offen, dann wird die E-Mail auch nicht verschickt. Also diese Lösung des verzögerten Sendens funktioniert nur, wenn Outlook gestartet ist. Ich möchte jetzt sehen, wann wird diese E-Mail verschickt, und das möchte ich hier in der Spalte sehen, deshalb blende ich mir die ein, Rechtsklick auf den Spaltenkopf, Feldauswahl und dann alle E-Mail-Felder, und ganz unten in der Liste findet ihr Zurückstellen bis. Und wenn ihr das in den Spaltenkopf zieht, dann seht ihr hier, also die wird jetzt am 15.03. um 8 Uhr versendet. So kann man das auch nochmal sehen, ohne die Mail dafür aufmachen zu müssen und Gefahr zu laufen, dass man sie nicht wieder versendet. Jetzt wollen wir uns anschauen, was ihr tun könnt, damit die E-Mail auch versendet wird, wenn ihr nicht da seid und Outlook offen habt. Das geht mit der Desktop-App nicht. Dafür müsst ihr in die Web-App, und die findet ihr übers Menü Datei. Und dann hier unter Kontoeinstellungen, Zugriff auf dieses Konto im Web, klickt ihr einfach hier auf den Link, und dann geht Outlook im Web auf. Und wenn ihr Outlook im Web habt und ihr geht auf Neue Nachricht und schreibt hier eine Nachricht an jemand, ich mache das jetzt mal hier kurz Geburtstag, und ihr geht dann nicht auf Senden, sondern auf Später senden, dann habt ihr die Möglichkeit, hier zum Beispiel den 15.03. 8 Uhr einzustellen und hier auf Senden zu gehen.
Die E-Mail sieht jetzt auch erstmal aus, als wäre sie versendet. In diesem Fall ist sie nicht im Postausgang, denn den gibt es in Outlook im Web nicht, sondern sie ist in Entwürfe. Wenn man da draufklickt, dann sieht man, die Nachricht soll gesendet werden am 15.03. um 8 Uhr. Also die Systematik hier in Outlook im Web und Outlook Desktop App ist ein bisschen unterschiedlich. Und deshalb ist es auch nicht gut, wenn ihr so eine zeitverzögerte E-Mail mal in dem einen Programm und mal in dem anderen bearbeitet. Denn ich gehe mal in Outlook zurück, also in die Desktop App. Und dann seht ihr, jetzt gibt es hier die Entwürfe. Da ist auch diese E-Mail, die ich gerade in der Web-App angelegt habe. Aber die sieht hier noch so aus, als würde die gar nicht versendet werden. Die wird aber versendet. Und ich blende mir jetzt hier mal auch über die Feldauswahl und alle E-Mail-Felder das zurückgestellt ein. Und dann sieht man, hier steht ohne. Die E-Mail wird aber verschickt. Also es ist hier ein bisschen verwirrend, wenn man zwischen den beiden Programmen wechselt. Also beide E-Mails, diese hier und diese hier, werden jetzt automatisch am 15.03. um 8 Uhr versendet. So, dann kommen wir zur zweiten Variante, nämlich dazu, deine E-Mails alle immer ein paar Minuten verzögert zu senden, sodass du noch reagieren kannst, wenn dir spontan noch einfällt, oh, da hast du noch was vergessen. Und das machst du über Datei, Regeln und Benachrichtigungen verwalten, neue Regeln und dann wählst du hier Regel auf von mir gesendete Nachrichten anwenden. Das heißt, wenn du sie wegschickst, dann tritt diese Regel in Kraft. Wenn dich übrigens generell Regeln mehr interessieren, schau mal in der Infokarte, habe ich ein Video verlinkt, das das genauer erklärt. Dann gehen wir hier auf Weiter. Wir wählen hier gar nichts aus. Wir wollen keine Bedingung. Wir wollen das für alle E-Mails. Also gehen wir nochmal auf Weiter, auf jede E-Mail anwenden und wählen jetzt hier diese eine Anzahl von Minuten verzögert übermitteln. Wie viel brauchst du? Kannst du dir überlegen, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und bestätigst mit OK. Und jetzt ist es so, dass jede E-Mail, die du verschickst, 5 Minuten verzögert wird. Die Frage ist, möchtest du, dass es davon auch Ausnahmen gibt? Und wenn ja, dann musst du dir jetzt überlegen, wie du Outlook mitteilst, dass es eine Ausnahme ist. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass du mit bestimmten Wörtern im Text auswählst und dir dann etwas überlegst, was du in deine E-Mail hineinschreiben kannst, was Outlook erkennt, was du auch nicht in anderen Zusammenhängen brauchst und was aber am besten auch nicht stört. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich nehme mal hier eckige Klammern und 2 Bindestriche und eckige Klammer zu und das würde ich jetzt unter meine E-Mail unten drunter schreiben. Also gehe ich auf Hinzufügen, bestätige mit OK. Also nach dem Senden einer Nachricht wird diese um 5 Minuten verzögert, außer diese eckigen Klammern mit den beiden Bindestrichen kommen da drin vor. Dann gebe ich dem Ganzen noch einen Namen. Ich nenne das verzögert senden und gehe auf Fertigstellen. Jetzt heißt es noch, die Regel wird nur ausgeführt, wenn Outlook läuft. Das heißt also, wenn Outlook zu ist, dann nicht, aber das spielt in diesem Fall keine Rolle, weil wir ja beim Senden Outlook immer anhaben. Und dann bestätigen wir mit OK. Dann probieren wir das Ganze noch aus. Ich mache eine neue Nachricht, gebe einen Adressaten ein und einen Betreff und schicke diese Nachricht weg. Und sie landet im Postausgang. Das ist ja bei der Desktop-App so. Ihr seht, hier ist sie, Beispiel für Verzögerung und 12.03.21:10 Uhr. Das ist in 5 Minuten. Da wird die E-Mail dann verschickt. Und wenn ich jetzt eine andere Nachricht mache und die sofort senden will, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier unter die Signatur meine eckigen Klammern schreiben mit den beiden Bindestrichen und die eckigen Klammern zu. Und wenn ich jetzt auf Senden gehe, dann seht ihr, sie erscheint hier und sie ist sofort wieder weg. Also ich habe jetzt auch eine Möglichkeit für eine Ausnahme. So, mit diesen beiden Varianten, nämlich einzelne E-Mail verzögert senden über die Desktop-App oder über die Web-App, beziehungsweise eben über Regeln verzögert versenden, alle E-Mails, die du hast, mal mit einer Ausnahme, solltest du eigentlich alle Varianten, die du beim verzögerten Senden brauchst, gut abdecken können.
Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und abonniere auch den Kanal und teile es auch gerne mit anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ciao, euer Arno.